tolle Landschaften, afrikanische Kultur und einzigartige Wildtiere. Erfahre in diesem Video alles über unsere Tour durch Uganda, inklusive Reisevorbereitung, Tourverlauf und Kosten. Und wie auch du die Perle Afrikas erleben kannst. Falls du uns noch nicht kennst, wir sind Sarah und Matze, langjährige Weltreisende und verliebt in den afrikanischen Kontinent. Folge uns auf unserer Reise. Wir hatten schon lange den Traum, Gorillas und Schimpansen in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Durch Freunde erfuhren wir von der Möglichkeit, dies in Uganda zu ermöglichen. Wir nahmen Kontakt mit ihrem Touranbieter Jesse Tom auf und er erklärte uns, welche Optionen wir haben und welche Tiererlebnisse für uns möglich sind. Für die Einreise benötigen wir vorab ein Visum, welches wir online beantragen konnten, sowie eine Gelbfieberimpfung, welche wir in Deutschland im Berliner Tropeninstitut vorgenommen hatten. Angereist sind wir von Namibia aus nach Ugandas internationalem Flughafen in Entebbe. Jesse Tom hatte angeboten, bereits von hier aus auf die Tour zu gehen, doch wir wollten gerne für ein paar Tage Ugandas Hauptstadt Kampala erleben. Er holte uns dafür vom Flughafen mit seinem Wagen ab und brachte uns direkt in unsere Unterkunft. So, wir haben es geschafft. Wir sind in Kampala angekommen. Nach 24 Stunden Reise. Und bekommen wir in Unterkunft gleich unser Frühstück und hoffentlich auch gleich ein Zimmer. Los geht unsere Tour. Mit unserem Tourguide Sula und seinem Jeep fahren wir von Kampala aus in Richtung Norden zum Murchison Nationalpark. Hierbei tauchen wir direkt ein in die saftig grüne Landschaft Ugandas. So, erste Station. Nashorn Sanctuary. Mit Kaffee. Das Siva Rhino Sanctuary ist ein wichtiges Schutzgebiet für Nashörner und der einzige Ort in Uganda, in dem man Nashörner in freier Wildbahn sehen kann. Ein Ranger führt uns zu Fuß durch das Schutzgebiet und sehr schnell entdecken wir unsere ersten Nashörner. Weiter geht unsere Route zu den Murchison Falls, durch die der Victoria Nil hindurchfließt. Die Wasserfälle haben eine Fallhöhe von 43 Metern. Besonders ist der enge Spalt, durch den der gesamte Fluss gezwungen wird, mit lautem Donner hindurchzuströmen. Direkt im Anschluss fahren wir auf unseren ersten Game Drive hinein in den Nationalpark. Der Murchison Falls Nationalpark ist der größte und älteste Nationalpark Ugandas. Was für ein spannender erster Tag! Wir kommen abends in unserer Lodge an und bekommen ein leckeres Abendessen. Nach so einem Tag braucht man was zu essen. Ganz genau. Leckeren Fisch und Bratkartoffeln. Am nächsten Morgen geht's nach dem Frühstück auf die zweite Wildfahrt durch den Nationalpark.
Ja, nachdem wir gestern einen sehr langen ersten Tag hier in Uganda auf unserem Safari-Trip hatten. Hatten wir heute einen weiteren langen Tag, voraussichtlich. Nee. Lunch ist jetzt erstmal. Genau, es ging super früh los, noch früher als gestern. Also um 6 Uhr sind wir mit Sula losgefahren. Es war wieder ein Fest mit super vielen Tieren. Ja, wir haben die Big Four gesehen und auch noch super viele andere Tiere. Rhinos gibt es halt leider nur da, wo wir gestern waren. Das heißt, da brauchen wir uns keine Hoffnung machen, dass die uns nochmal über den Weg laufen. Aber wir haben sie ja gestern sehr ausgiebig beobachten können. Ein Leopard hat uns ja gefehlt. Heute konnten wir 2 sehen, einer auf dem Baum und einer auf der Jagd. Das war sehr abenteuerlich und die Leoparden enttäuschen nie. So viel kann man echt sagen. So, wir hatten eine kleine Mittagspause und, War nötig, ja. und schon geht's auf die nächste Tour. Genau, wir machen nämlich jetzt eine Cruise auf dem Nil. Das wird abenteuerlich. Der Victoria-Nil ist einer der Hauptzuflüsse des Nils, Afrikas größtem Fluss. Er fließt vom Viktoriasee ab und passiert die Wasserfälle auf seinem Weg in den Albertsee. Auf unserer Bootstour können wir auch Wildtiere beobachten, die am Flussufer ihren Durst stillen oder sich abkühlen. Weiter geht unsere Tour zum Chibale Nationalpark. Das Gebiet ist bekannt für seine gewaltige Artenvielfalt, insbesondere für die große Population von Schimpansen. Und auch viele andere Affenarten leben in diesem Gebiet. Ja, hier kann man gut stehen. So, wir sind eingecheckt in unsere tolle Unterkunft und mal gucken, was es jetzt zum Mittag gibt. Nach dem Mittagessen besuchen wir eine Siedlung in der Nachbarschaft unserer Lodge. Die Bigodi-Community spielt eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der lokalen Feuchtgebiete und bei der Förderung eines nachhaltigen Tourismus. Wir erfahren hier vom Kaffeeanbau in der Region und können dabei auch einen leckeren Kaffee genießen. So, Zeit für einen starken Kaffee. Als nächstes dürfen wir bei der Herstellung von Bananenschnaps zuschauen. To get the clean juice. Der Medizinmann der Gemeinschaft erklärt uns die heilenden Kräfte heimischer Pflanzen. Zum Abschied lernen wir eine traditionelle Tanzgruppe kennen und können sogar mittanzen. Was für ein Spaß! Am nächsten Tag ging es früh auf die Schimpansentour. So, wir sind früh aufgestanden. Mal wieder. Denn es geht heute auf eine Tour durch den Wald. Ja, denn heute machen wir das erste krasse Highlight von Uganda, weswegen wir eigentlich unter anderem hier sind. Das Schimpansen-Tracking. Genau, dafür sind wir 4 bis 6 Stunden unterwegs im Urwald. Und mal schauen, ob wir erfolgreich sein werden. Wir wurden angeführt von Rangern des Nationalparks.
Falls wir auf unserer Wanderung auf aggressive Elefanten treffen sollten, haben sie Gewehre dabei, um sie mit Warnschüssen in die Luft zu vertreiben. Sobald wir uns in die Nähe der Schimpansen begeben, weisen uns die Ranger an, Masken aufzusetzen, um die Schimpansen vor Krankheiten zu schützen. Nachdem wir eine Weile durch den dichten Dschungel wanderten, entdeckten wir die ersten Schimpansen beim Frühstücken. Sie haben auch ein Junges dabei. Dieser Schimpanse hält sich am Boden auf und entspannt total in unserem Beisein. Aus den Bäumen kommt ein weiterer Schimpanse dazu. Während wir zuschauen, reinigen sich die beiden gegenseitig. Eine super beeindruckende Erfahrung. So, das war eine sehr lange Tour. Ja, ich glaube. Wir sind viel gelaufen. Moment. 14 Uhr. Ja, wir waren jetzt 7,5 Stunden hier Im Urwald. Im Urwald und haben Schimpansen erstmal gesucht, gefunden, Dann nicht mehr gefunden. dann nicht mehr gefunden und dann nochmal richtig, richtig intensiv und richtig nah und richtig lange beobachten können. Also es war wirklich Tolle der Erfahrung. absolute Hammer. Ja, es hätte nicht besser sein können. Ja, die Zeit fliegt. Wir haben jetzt mittlerweile Tag 4 unserer Uganda-Reise. Jeder Tag bisher war so voll von morgens bis abends mit Erlebnissen und auch echt krassen Highlights. Jetzt gerade haben wir das erste Mal irgendwie so ein bisschen Zeit zum Chillen und Entspannen und das Ganze verarbeiten. Und das können wir wunderbar hier bei der Aussicht auf unserem Balkon genießen. Und generell gefällt uns Uganda bisher mega, mega gut. Also wir sind wirklich richtig geflasht von dem Land. Es ist so unglaublich grün und dass es hier so viele Highlights gibt und uns so flasht, das haben wir wirklich nicht erwartet. Genau, und es gibt auch eine Vielfalt an Lebensmitteln. Das war in anderen Ländern halt manchmal ein bisschen reduzierter. Aber hier in Uganda, da kannst du wirklich alles in den Boden stecken und es wächst. Es ist der Hammer. Gestern gab es eine Gemüsepfanne zum Essen und da waren so viele verschiedene Dinge drin und alles war frisch. Der richtige Hammer. Weiter geht es an der Grenze zum Kongo entlang zum Queen Elizabeth Nationalpark. Der Nationalpark ist eine der artenreichsten Parks des Landes und umfasst verschiedene Ökosysteme wie Savannen, Regenwälder und Seen. Okay, bauen wir mal das da drauf.
Ein großes Highlight war unsere Bush Lodge, von wo aus wir unsere Ziele ansteuern und welches oft von Tieren frequentiert wird. Ja, willkommen in unserem neuen Zuhause. Uns wurde gesagt, ja, ihr werdet im Zelt schlafen und wir haben uns schon darauf eingestellt, okay, wir bekommen ein kleines Zelt, So wie 2 unser Meter mal 2 Meter. Dachzelt in Namibia, nur halt auf dem Boden. Aber dieses Zelt ist größer als viele Unterkünfte, die wir jemals hatten. Viele Zimmer. Ja, wir haben hier ein richtiges Bett. Wie krass ist das? Oh, das ist ein bisschen hart, aber... Ja, viel Platz. Sogar hier Charging. So, wir haben sogar ein Living Room. Genau, hier können wir chillen. Was ist das auf Deutsch? Wohnzimmer. Und es könnte sogar passieren, dass hier Elefanten vorbeikommen. Ja. Deswegen ist da vorne auch eine CC-Fliegenfalle, weil die bringen die mit. Und Outdoor-Dusche. Für jeden eine. Genau, wir können duschen gleichzeitig. Und dahinter ist die Toilette. Alles für uns alleine. Das heißt, wir müssen nicht in der Nacht Gefahr laufen und uns irgendwie zu den Toiletten durchwursteln. Zwischen all den Hyänen und Elefanten. Ja, sondern alles für uns richtig safe, richtig geil, viel besser als gedacht. Oh wow, da ist was. Gleich neben uns im Zelt. Jagen die Elefanten die Riesenschweine. Ja, ein tolles Ereignis jagt das andere. Gerade eben haben wir von dem Rand dieses Camps aus ganz, ganz viele Nilpferde gesehen. Das ist der Hammer. Und jetzt sind wir hier beim Lagerfeuerplatz und bekommen gleich unser Abendessen. Es wird wieder viergängig, also gewaltig. Bei diesem Abendessen schaut sogar ein Hippo im Camp vorbei. Die Angestellten behalten es im Auge und eskortieren uns hinterher auch zu unserem Zelt. Ja, guten Morgen. Es ist wieder mal super, super früh. Wir sitzen schon am Frühstück. Es ist noch dunkel. Aber gleich geht's auf Abenteuer. Sula fährt mit uns einmal durch die Landschaft des Nationalparks mit Kraterseen und endloser Savanne. Der Kazinga-Kanal ist eine natürliche Wasserstraße zwischen Lake George und Lake Edward und beherbergt eine der dichtesten Mengen an Flusspferden Afrikas. Hier entdecken wir sogar ein Albino-Flusspferd. Nach dieser beeindruckenden Tour fahren wir noch an dieser Vanillefarm vorbei. Es riecht gerade super intensiv nach Vanille. Echt toll. Auf der Weiterfahrt wollten wir eine weitere Attraktion Ugandas erspähen, die baumkletternden Löwen in der Ishasha-Region. Leider hatten wir kein Glück und konnten aufgrund eines Waldbrandes die baumkletternden Löwen nicht entdecken. Schließlich erreichen wir das südwestliche Ende Ugandas. Der Bwindi Impenetrable Forest Park ist ein UNESCO-Weltnaturerbe, das für seine Population von gefährdeten Berggorillas bekannt ist. Ja, und unsere Unterkunft ist ja mal wieder der Hammer. Unglaublich. Also,
Wir zeigen das mal kurz. Genau, hier ist das Bett mit schöner Wandmalerei. Können wir schon mal von Gorillas träumen heute Nacht. Hier ist der Balkon. Genau. Ganz für uns alleine. Und ganz lustig ist es auch im Badezimmer. Schau dir das mal an. Und hier haben wir unsere Dusche mit Ausblick. So, heute ist der Tag gekommen. Es ist noch früh, noch dunkel, aber wir sind voll motiviert, bereit und super aufgeregt. Freuen uns mega auf die Gorillas. Auf geht's. Auf die Tour wurden wir von einer traditionellen Tanzgruppe motiviert. Okay, jetzt sind wir hier am Ausgangspunkt. Ja. Wir bekommen auch ein paar Hiking-Sticks, die wir eigentlich auch nicht wollten. Davon liegen sie schon. Und wir haben unsere Hosen in die Socken gemacht. Hier im Urwald gibt es nämlich keine Modepolizei, deswegen können wir das machen. Und es gibt hier Feuerameisen, die sonst in deine Hose krabbeln. Also es gibt hier sehr viel Personal, nämlich einmal die Guides. Die Porter, die bezahlt man dann, ob man sie nimmt oder nicht. Aber es gibt eben auch noch Security-Leute mit Kalaschnikows. Ja, und dann gibt es noch Spotter oder Tracker. Und die sind gerade am Spurensuchen, wo die Gorillas hin sind. Auf deren Resultat warten wir noch. Und ja, solange testen wir hier unsere Hiking-Sticks aus und bereiten uns auf den Marsch vor. Was ist denn der Pup? Oh, die sind da oben, echt? Ja, es ist sehr beeindruckend. Direkt vor uns sind sie. Echt sehr magischer Moment. So, jetzt kommt der Aufstieg. I'm done. Ja, es ist schon ziemlich anstrengend. Jetzt alles, das, was wir runtergelaufen sind, müssen wir wieder hoch zur Straße. Ja. Sarah und ich haben jetzt beide einen Wespenstich. Ja. Ich am Kopf, fühle mich schon so ein bisschen gelähmt. Sarah nur in der Schulter. Ja. Crazy. Aber das ist der undurchdringbare Dschungel. So ist es. So, wir haben es geschafft. Wir sind aus dem Dschungel heraus. Ja, also der Rückweg war echt nochmal ein bisschen tough, sehr steil. Aber wir haben es jetzt geschafft und es war wirklich so beeindruckend. Da fehlen einem eigentlich einfach die Worte. Ich weiß gar nicht, wie man beschreiben soll, wie... Diese riesigen Affen, wir dazwischen,
Und so hoffen, nah. dass wir nicht zerdrückt werden. So nah, aus allen Ecken kommen die dann und da ist noch einer. Und, auf dem Rückweg haben wir noch welche gesehen und wow. So, jetzt geht es auf diese Insel. Am nahegelegenen Lake Bujonji mit bis zu 900 Metern, der zweitiefste See Afrikas, konnten wir Kraft tanken und die Nacht auf einer kleinen Insel verbringen. Hier entdecken wir sogar unser erstes Zebra in Uganda. So, das ist eine Inselsafari. Und 2 Eseln. Und Impalas haben wir auch schon gesehen. Langsam schließt sich der Kreis unserer Tour durch Uganda und wir fahren in Richtung Osten zum Lake Mburu Nationalpark. Der Nationalpark ist mit 260 Quadratkilometern relativ klein, bietet jedoch vielfältige Aktivitäten wie Bootsfahrten, Wanderungen und Vogelbeobachtungen. Außerdem ist er einer der wenigen Orte in Uganda, in dem Zebras und Elands anzutreffen sind. Schließlich machen wir uns auf die finale Teilstrecke unserer Tour durch Uganda. Unsere letzte Unterkunft hat auch einen Bauernhof, auf dem wir Watusi-Rinder besuchen konnten. Diese Rinderrasse ist für ihre beeindruckenden Hörner bekannt, die über 2 Meter Spannweite erreichen können. Bei der Gelegenheit durften wir die Rinder auch melken. Ja, heute ist es tatsächlich soweit. Es ist unser allerletzter Morgen hier in Uganda. Ja, und wir genießen jetzt unser letztes Frühstück gleich mit unserem Guide Suda zusammen, um dann aufzubrechen auf unsere letzte Etappe. Auf der Strecke konnten wir ein letztes Mal die Landschaft und Dörfer Ugandas bestaunen. Wir kreuzten mit unserem Fahrer Sula zusammen den Äquator und fuhren mit der Autofähre sogar einmal über den Victoria Lake, den größten See Afrikas, ehe wir in Entebbe zum Flughafen gebracht wurden. Die 10-tägige Tour mit Jeep, einem Fahrer sowie Unterkünften mit Vollverpflegung kostete uns 2.710 US-Dollar pro Person. Hier im Preis enthalten waren auch die Permits für Gorilla-Tracking in Höhe von 800 US-Dollar und für Schimpansen-Tracking von 250 US-Dollar. Das Visum für die Einreise kostete uns 30 US-Dollar pro Person. Insgesamt kamen wir so auf einen Gesamtpreis von umgerechnet 2.680 Euro für 10 Tage Abenteuer. Wenn auch du einmal nach Uganda möchtest und dich für unsere Tour interessierst, dann schreib uns gerne eine E-Mail an uganda@yourlifetotravel.com und wir verbinden dich mit unserem Anbieter Jesse Tom.